Ich wollte schon immer mal zur Grenze nach Nordkorea. Und im ersten Teil konntet ihr sehen, wie wir in der Tourist Information waren. Hier konntet ihr unter anderem Souvenirs aus Nord- und Südkorea kaufen, wie zum Beispiel auch Geld aus Nordkorea. Und dann habe ich diesen coolen Soldaten kennengelernt. Ah, okay. You was soldier? Schau mal, der war ein Soldat damals hier. Und in diesem Teil könnt ihr sehen, wie wir in das Military-Sperrgebiet eingefahren worden sind. Südkoreanische Soldaten haben unseren Pass gecheckt und wir haben einen Tunnel besucht, der damals von Nordkorea bis nach Südkorea gegraben worden ist. Unter anderem seht ihr auch die Autobahn 1, die bis nach Nordkorea führt. Da ist ein Zug jetzt hier, der hier im Endeffekt, also damals, nach dem Koreakrieg, war hier eigentlich fast gar nichts mehr. Ja? Und der Zug war da, also der wurde hier gefunden und ihr könnt mal sehen, das sind alles Einschusslöcher. Die haben ihn natürlich zerstört, also die Nordkoreaner haben ihn zerstört und der wurde dann hier sozusagen in Südkorea aufgefunden. Ne? Und der ist schon, gebt euch mal, das ist einfach nur noch heftig, wie alt es ist, ja, der Zug. Das sind die ganzen Einschusslöcher hier. Genau, hier zum Beispiel könnt ihr über eine Brücke gehen, kostet aber, ist aber nicht so teuer. Hier könnt ihr es mal sehen, die Brücke, die wurde damals auch zerstört. Also es war früher die Brücke nach Nordkorea von Südkorea. Hier, genau, dann könnt ihr rüberlaufen und das Ganze sehen. Die wurde aber damals also zerstört. Ist nur noch die Hälfte der Brücke da. Genau, da seht ihr nochmal die Brücke von oben, wo damals der Gefangenenaustausch stattgefunden hat. Ja? Und da könnt ihr mit der Cable Car hier rüberfahren. Es ist schon krass, wenn ihr euch überlegt, dass es jetzt so auch mit der Cable Car hier so ein bisschen auf, ja, touristisch halt ist, ne? Aber es steckt halt wirklich, ja, es sind zwei verschiedene Länder, die eigentlich immer noch im Krieg sind, ja. Ich das mal überlegt, klar, ich finde es auch cool, dass halt Touristen so nah hier hin können, aber man darf halt auch natürlich nicht vergessen, dass dieser Konflikt halt immer noch stattfindet, ne? So. Ist auch interessant, was die Frau erzählt hat. Ist auch sehr, sehr interessant. Die haben damals eine Factory hier gehabt. Die wurde aber 2016 aufgelöst. Die war 14 Jahre, die war in Nordkorea. Und die wurde jetzt erst zerbombt von der Schwester von Kim Jong-un wurde die jetzt zerbombt, die Fabrik. Und dieser Fabrik, Nordkoreaner und Südkoreaner zusammengearbeitet in einer Fabrik 14 Jahre lang. Und die wurde jetzt 2016 geschlossen und 2020 wurde sie von der Schwester zerstört, zerbombt. Warum? Sie sagt ja, es soll keine Kommunikation mehr zwischen Süd- und Nordkorea geben. Ist heftig, ja. Sowas mal auch zu sehen. Und die Fabrik sehen wir, glaube ich, dann auch später. Es wird, glaube ich, ein zweiter Teil werden. Also jetzt erstmal der erste Teil. Ich würde sagen, lasst uns mal das Geld noch holen. Ja, und dann schauen wir mal, was wir noch alles sehen können. Ja, da könnt ihr es nochmal sehen, da könnt ihr da mit dem Auto sozusagen selber hinfahren von Südkorea. Das sind jetzt hier Südkoreaner, die hierher kommen, sich das auch anschauen. Na? Die gehen jetzt hier hin. Hier könnt ihr sehen. Ja? Also wenn ihr natürlich jetzt alleine hierher kommt mit dem Auto, dann könnt ihr nur bis hierher fahren. Weiter geht's gar nicht. Also weiter zu diesem Military Base, also zu der DMZ, also selber die DMZ, da wo auch mal Kim Jong-un und der koreanische Präsident sich die Hand geschüttelt haben. Dort könnt ihr gar nicht rein. Also mit der Tour, die ich gebucht habe, kommt ihr nicht rein. Wenn ihr eine Tour bei der UN bucht, könnt ihr sogar mit euren Fuß über die Grenze treten bis nach Nordkorea. Oder ihr bucht eine Tour über Nordkorea. Dort habt ihr, glaube ich, auch die Möglichkeit, die blauen Häuser von der DMZ zu besichtigen. Das ist auch crazy, dass hier so ein Freizeitpark ist. Na, auch die türkische Flagge. Hier, das ist so irgendwie so surreal, ne? Genau, hier ist so ein Freizeitpark. Der letzte Punkt. Ah, und genau, hier könnt ihr nordkoreanisches Geld kaufen. Und das machen wir jetzt auch mal. Wir schauen mal, was wir uns kaufen. Ist wirklich, also, es hat sich wirklich gelohnt, die Tour. Wenn ihr überlegt, 2 Personen 113 € und ihr zahlt es auch schon in vornherein. Sehr, 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 sehr cool. Wir gehen mal rein, ja? Kaffee Takeout. Ja, und da könnt ihr sehen, also man konnte jetzt drin nicht filmen. Ich habe jetzt ein Geld gekauft
Das ist das alte Geld sozusagen von Nordkorea. Mittlerweile gibt es schon neue Scheine, das ist das alte Geld. Wenn ihr Interesse habt an Geld an Nordkorea, könnt ihr natürlich auch in eBay nachschauen. Ich glaube, die Preise sind schon ziemlich hoch. Ich habe jetzt für diesen Schein hier 5 Euro bezahlt. Und allgemein die Souvenirs sind um einiges günstiger, wenn ihr das Ganze in Seoul kauft. Vor allem diese DMC-Souvenirs kosten hier auch um die 5 bis 8 Euro. Die könnt ihr viel günstiger in Souvenirstore in Seoul kaufen. Hier könnt ihr nochmal im anderen Store das ganze Geld aus Nordkorea sehen. Genau, aber der Herr hier hinten, ich habe jetzt nur die Tonaufnahme, der war so freundlich, so krass. Mit seiner Frau haben ein bisschen gequatscht auch, ja. Genau, und dann könnt ihr es kaufen. Also es gibt auch mittlerweile neues Geld. Das neue Geld hat er auch drin gehabt. Das kostet aber viel mehr, ja, weil man das irgendwie viel schwerer rausschmuggeln kann. Aber wir haben jetzt einen Schein, sehr, 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 sehr cool. Und jetzt schauen wir wieder zurück zum Bus, überprüfen uns dann die Soldaten, sozusagen nochmal die Passports und dann gehen wir rein an den nächsten Punkt, wo wir nach Nordkorea hinkommen können, ja. Und nach 1,5 Stunden Wartezeit ging es dann endlich weiter zu der Sperrzone. 2 südkoreanische Soldaten, die echt noch ziemlich jung waren, ich konnte das Ganze nicht filmen, die waren ungefähr so 18 bis 19, haben dann nochmal unsere Passports gecheckt und dann konnten wir endlich weiterfahren. Im letzten Teil seht ihr dann nochmal ein Dorf, das in der Sperrzone drin liegt. Das heißt, die ganzen Autos, die ihr jetzt hier gesehen habt, die haben die Permission, um dort reinzufahren. Und es war schon ziemlich mystisch, um ehrlich zu sein. Gebt euch mal, das ist die Autobahn A1 und diese Autobahn fährt bis nach Nordkorea. Aber ihr könnt sehen, es ist wirklich nichts los. Außer die Bewohner, die hier leben und die Touristbusse, fährt hier auch keiner. Und hier könnt ihr nochmal sehen, wo wir uns befinden. Das ist die Autobahn A1 bis nach Nordkorea. Genau bei dieser Brücke, die habt ihr gerade gesehen. Und dann sind noch verschiedene Dörfer hier. Das erkläre ich euch aber im dritten Teil. Die haben nämlich eine Sondererlaubnis, hier zu leben. Und genau zu dieser Plattform fahren wir jetzt hin. Und wenn ihr hier weiterfahren würdet, dann würdet ihr in Kaesong, Nordkorea rauskommen, wo auch damals die Factory war. Wo die Factory von Nord- und Südkorea noch offen war, war diese Autobahn richtig voll. Jeden Tag sind Pendler von Südkorea nach Nordkorea zum Arbeiten übergefahren. Außerdem hat diese Autobahn Kim Jong-uns Schwester benutzt, wo sie zu den Winterspielen nach Südkorea gereist ist. Und hier könnt ihr nochmal eine Militäranlage von der südkoreanischen Armee sehen. Es ist heftig, wie nah man hier überhaupt hinkommt. Und das ganze Areal ist noch extrem vermint. Hier könnt ihr die Military Area sehen. Ich finde es heftig, dass man da auch wirklich so, ja, reinschauen kann und alles filmen kann. Also es ist wirklich alles ziemlich zugänglich, finde ich sehr, 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 sehr cool. In dieser Military Base sind unter anderem auch die Soldaten, die einen 18-monatigen Wehrdienst absolvieren müssen. Hat man auch im Bus gesehen, die Soldaten, die da reinkamen, waren wirklich sehr jung, wie vorhin schon gesagt. Und hier könnt ihr sehen, das ganze Areal ist extrem vermint. Und die Zeit bei der Tour ist wirklich extrem knapp bemessen. Ich dachte, wir sind schon an der Aussichtsplattform, aber wir wurden erstmal nochmal in einen 10-minütigen Film geführt, in so einem Kino. Und dann ging es nochmal ganz schnell in ein Museum. Hier könnt ihr nochmal das Areal der DMC sehen, von der nordkoreanischen und der südkoreanischen Seite. The blue buildings here, and as you can see, the blue building is crossing the border. So when you're inside, you can step on. Die Zeit war wirklich extrem bemessen. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr in Seoul seid, dann besucht auf jeden Fall mal das Kriegsmuseum. Da ist die Geschichte von Nord- und Südkorea nochmal erklärt, wie auch der komplette Koreakrieg. Der Eintritt ist kostenlos und befindet sich im Zentrum von Seoul. Ja Leute, wir haben jetzt hier ganz wenig Zeit, nur 15 Minuten und dann geht es schon wieder weiter. Genau, hier ist halt nochmal ein Museum sozusagen, wo ihr nochmal die beiden Seiten sehen könnt. Hier könnt ihr nochmal sehen, Lichter hier, wo es blinkt, das ist die Grenze. Ja? Das ist die Seite von Südkorea und drüben ist dann die nordkoreanische Seite und hier kommt ihr gar nicht hin. Da könnt ihr eine Tour machen, nur mit der UN und das ist richtig, also jetzt vor allem geht es glaube ich gar nicht mehr. Hier könnt ihr sehen. Das ist dann wirklich die DMC hier. Auch die Gespräche stattgefunden haben. Ja, lasst uns mal nach vorne schauen, würde ich sagen. Genau, da seht ihr nochmal hier die Soldaten und so weiter. Und ja, wie viel Natur da auch davon das natürlich entstanden ist. Ne? Ist bei der Berliner Mauer genauso.
Und eins der Highlights der Tours war auf jeden Fall der Tunnel, der in den 80er Jahren von Südkorea gefunden worden ist, der damals von Nordkorea bis nach Südkorea gegraben worden ist. Und genau, da konnte man aber nicht filmen. Und zwar hat hier 1978 haben hier die Südkoreaner einen Tunnel gefunden, der von Nordkorea gebaut worden ist. Leider durfte man in den Tunnel nicht filmen. Ich habe aber noch mal ein paar Aufnahmen aus dem Internet gefunden. Ich glaube, damals hat man die Möglichkeit auch gehabt, hier zu filmen. Hier könnt ihr sehen, hier könnt ihr entweder runterlaufen oder ihr fahrt mit der Bahn hinunter. Und das ist der Haupttunnel, der damals gefunden worden ist. Ein Ingenieur, der damals von Nordkorea geflohen ist, hat der südkoreanischen Regierung damals gesagt, dass es in der Deemsea-Area Tunnels gibt. Und die wurden damals dann ausgegraben. Und ihr könnt sehen, die Tunnel gibt es wirklich. Und ich fand es wirklich heftig, dass man sogar noch die Spuren gesehen hat, wo das Dynamit damals reingesteckt worden ist. Das könnt ihr jetzt hier sehen, diese gelben Markierungen. Und wir wollten hier eine Invasion wahrscheinlich starten. Und den konnte man besuchen. Das war schon echt richtig cool. Aber man durfte drin nicht filmen halt. Nein, man musste sein Handy abgeben. Und dann fahrt ihr entweder runter mit so einer Bahn, auch wie ihr unter Tage kennt, oder ihr könnt auch selber runterlaufen. Und da sind zum Beispiel hier Soldaten, ja, die hier gerade also neu recruited worden sind. Und die machen jetzt auch die Tour. Die sind jetzt 18 Monate hier im Dienst, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Sehr interessant auch, ja. Genau, da könnt ihr sehen. Da sind jetzt auch Soldaten hier, die auch mit dem Bus jetzt hier die Tour machen, ja. Hier könnt ihr nochmal sehen, also das vereinte hier Süden und hier dann Nordkorea zusammen in eins. Auch sehr geil hier, das Monument, wie es gemacht ist. Die waren auch unten in den Tunnel gerade und die waren wirklich extrem nett gewesen. Die haben auch gewunken und so. Muss ich überlegen, die sind 18 bis 20 und haben jetzt hier einen 18-monatigen Dienst vor sich, ja, sozusagen. Aber die waren wirklich freundlich. Unten der Tunnel war schon krass, weil man war so nah kommt ihr gar nicht an Nordkorea ran. Die hat auch gesagt, hier, wenn ihr mal das Wasser versucht von der Decke zu trinken, habt ihr sozusagen Wasser aus Nordkorea getrunken. Man hat auch die Spuren des Dynamits auch noch gesehen. Das war schon sehr interessant. Also der Tunnel war wirklich sehr cool, der hier, wie ihr nochmal sehen könnt, 1978 gefunden worden ist. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt schnell mal zu den Souvenir Store, weil wir haben nur noch 10 Minuten, ja, und ich muss auch noch auf die Toilette gehen. Ja, und ihr seht, im Endeffekt ist hier wirklich gar nichts, ja. Genau, und da vorne geht es zu den Tunnel hier, wo ihr dann runterfahren könnt. Das war schon sehr geil, muss man sagen, ne? Also mit dem Tunnel. Man durfte ja leider nicht filmen. Man war halt wirklich so nah dran, ja. Und jetzt gehen wir, glaube ich, nochmal zu der Aussichtsplattform. Das ist nochmal das Letzte, was ihr nochmal sehen. Hier, genau, und da unten geht es zum Tunnel runter, fährt ihr mit der Bahn dann runter. Ja. Und die Frau ist auch cool, die Tour gemacht hat. Die war sehr nett. So, wir haben jetzt noch 5 Minuten, ne? Dann fährt der Bus schon weiter. Also ihr seht, es ist voll die Hektik hier. Ja? Ganz kurz noch mal reinschauen, was es hier zu kaufen gibt. Wenn wir schon da sind. Die anderen sitzen schon alle im Bus drin. Krass, die sitzen alle schon drin. Wir schauen noch mal kurz rein, ja? Hier nur einmal im Leben her, so, ne? Genau, ganz kurz mal reinschauen. Oh, was es hier alles gibt. 5 Minuten haben wir noch. Hello. Souvenir Shop. Genau, und hier könnt ihr sehen, gibt es auch Essen zu kaufen und, okay, hier gibt es diese T-Shirts. Da wollte ich mir auch auf jeden Fall noch mal eins holen. Genau, mit beiden hier. Das ist schon cool, ja, muss man sagen. Ich schaue jetzt mal ganz kurz, was man sich kaufen kann hier. Cory, you want something like this? Genau, hier könnt ihr sehen, ich schau mal noch mal ganz kurz. Genau, schaut mal, da gibt es sogar hier Schottgläser. Ja, das ist halt heftig, das ist halt, ich weiß nicht so ganz, ne? Hier, getrennte Korea zusammen. Hier zum Beispiel nur mit einer Friedenstaube drauf. Ja, ist auf jeden Fall cool, ne? Wir haben ein Souvenir gekauft und das Geld noch. Ich glaube, das reicht dann auch, ja. Hier könnt ihr auch noch mal sehen. Und T-Shirts hier im Souvenir Store. Sehr geil. Ich würde sagen, ja. Ist krass, wie auch touristisch das aufgebaut ist halt, ne? Da geht es dann nochmal zu der Mine runter. Genau, was man nicht filmen kann. Aber ich finde, für den Preis ist es schon echt sehr gut aufgebaut, ne? Da kann man nichts sagen. Ist wirklich sehr geil aufgebaut. Und ich würde sagen, lasst uns wieder zu dem Bus. Das ist unser Reisebus. Und jetzt geht es dann weiter zu dem letzten Step. I think now is the last step. But we see something on the platform. I think it's there or something, yeah.
lasst uns mal weitergehen. Auf jeden Fall cool. Sogar ein Spielplatz, ein Playground and everything. Ja, ich würde sagen, lasst uns im Bus steigen. Und bis jetzt war es auf jeden Fall geil, ja. Und im letzten Teil könnt ihr dann sehen, wie wir zur Aussichtsplattform hochgefahren sind. Und wir hatten extremes Glück. Die Sicht war richtig klar und wir konnten wirklich bis nach Nordkorea und nach Kaesong rüberschauen. Den Teil gibt es dann voraussichtlich am Sonntag. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen.